In diesem Tutorial schauen wir uns die Verwaltung deiner Institution in der Glia Cloud genauer an. Um eine Institution mit erweitertem Rechtemanagement nutzen zu können, benötigst du einen Professional- oder Enterprise-Plan für die Einfach-Retten-App. Du kannst jederzeit unter Pläne ein Abo abschließen. Nachdem du dich unter admin.glia.cloud angemeldet hast, erscheint der Name deiner Institution auf der linken Seite. Klicke darunter auf Institution und du erhältst einen Überblick über deine Lizenzen. Ich habe einen Professional-Plan abonniert mit 15 Lizenzen, von denen ich aktuell 2 verbraucht habe. Unten auf der Seite siehst du deine registrierten Nutzerinnen und Nutzer. Du kannst Personen wieder entfernen oder ihnen eine Rolle zuweisen. Es gibt 3 verschiedene Benutzerrollen in der Einfach-Retten-App: Institutionsverwalter, Studenten und Dozenten. Als Institutionsverwalter hast du Zugriff auf diese Lizenzseite und kannst andere Nutzer mit Rechten versehen. Um weitere Institutionsverwalter zu bestimmen, schreibe uns eine E-Mail an support@glia.de. Dozenten haben Zugriff auf die Kursverwaltung und den Falleditor. Studenten sind alle deine Nutzerinnen und Nutzer der App und haben nur Zugriff auf die ihnen zugewiesenen Kursinhalte. Um neue Personen deiner Institution hinzuzufügen, musst du ihnen deinen Registrierungscode zukommen lassen. Der Registrierungscode wird von jeder einzelnen Person in der Einfach-Retten-App unter Lerngruppen eingegeben und setzt eine kostenlose Registrierung voraus. Sollte dein Code einmal missbräuchlich verwendet werden, kannst du ihn jederzeit neu generieren. Der alte Code wird damit ungültig. Wenn du viele Nutzer in deiner Liste hast, wirst du die Sortier- und Filterfunktionen der Tabelle besonders praktisch finden. Im nächsten Tutorial schauen wir uns die Kursverwaltung genauer an.